Hallo Kari. Hallo und herzlich willkommen beim Easy German Podcast live aus Wien. Kari, das ist die erste Live-Podcast-Aufnahme, bei der du das gemacht hast, was jede Fernsehshow auch macht. Du hast ein Warm-up gemacht. Du hast die Leute hier richtig in Rage gebracht. Deswegen klappt das so gut auf Anhieb. Jetzt seid ihr schon gut drauf. Wir begrüßen euch hier live in Wien und wir begrüßen euch beim Podcast hören und Podcast sehen auf YouTube. Manuel, wenn man jetzt zum ersten Mal auf YouTube dieses Video sieht, was muss man wissen über den Easy German Podcast? Wir machen diesen Podcast zweimal pro Woche, nicht immer mit Video. Dieses Mal gibt es Video mit Untertiteln auf YouTube, aber ihr könnt uns zweimal pro Woche hören als Audiopodcast auf easygerman.fm und in jeder Podcast-App. Und dann falls ihr uns jetzt hört, könnt ihr uns heute auch sehen. Es gibt nämlich einige visuelle Dinge. Es lohnt sich, auf YouTube zu klicken. Richtig, du hast hier einiges mitgebracht. Richtig, da kommen wir gleich zu. Erstmal begrüßen wir unseren Gast heute ganz exklusiv hier aus Wien, unser lieber Matthias. Servus, hallo. Unser Star aus Österreich. Matthias, du bist ja unser Wien-Korrespondent. Das freut mich, dass wir heute wieder bei dir sein dürfen. Es wird auch heute wieder um ein ganz exklusives Thema gehen in Österreich. Vorher bedanken wir uns noch bei unseren Gastgebern hier in Wien. Richtig, wir sind hier im The Social Hub Wien und wenn ihr mal in Wien seid, könnt ihr hier übernachten. Man kann hier auch essen, trinken. Es gibt Arbeiten. Es gibt einen Coworking Space. Wir haben auch fleißig gearbeitet diese Woche an verschiedenen Ecken hier im Gebäude. Ja. Und wir verlinken das auch unten in der Infobox und in den Shownotes und bedanken uns dafür, dass wir hier sein dürfen und dafür, dass ihr uns gesponsert habt. Top-Adresse hier in Wien. Und Matthias, du bist ja auch öfters hier. Also wenn ihr Matthias in Wien treffen wollt, ist das hier schon eine gute Adresse, wo man dich öfters treffen kann? Absolut, wir machen hier Events. Also nicht nur Easy German Live-Podcast, sondern TEDx, Du hast vor allem heute schon ein Event hier gemacht, Richtig. Bevor wir hier drin waren. Sehr, sehr Stimmt. schön. Und wen begrüßen wir noch da drüben? Unseren lieben Janusz. Hi! Manuel, hast du manchmal die Sorge, dass Janusz beliebter ist als wir? Wieso die Sorge? Das ist so und das ist auch richtig. Das ist der natürliche Zustand von Easy German. Der natürliche Zustand der Dinge. Janusz, wir freuen uns, dass du hier bist. Da kommen wir auch direkt zu unserem Thema. Top oder Flop? Smooth. Top oder Flop ist heute unser Thema. Ein neues Segment im Easy German Podcast. Es gibt es noch nicht so lange, deswegen habe ich mich vertan. Genau, Top oder Flop, das ist ein Segment, das hat Carina Schmidt sich ganz alleine ausgedacht. Es funktioniert so, es gibt eine Kategorie, wir hatten vor kurzem schon Städte, da ist Wien nicht so gut bei rumgekommen und andere Dinge. Und heute geht es um österreichische Snacks. Matthias? Super. Wir wollen heute österreichische Snacks probieren und bewerten. Ihr kennt dieses Segment schon. Wir werden dann gleich einige Sachen vorstellen und dann gemeinsam entscheiden, Top oder Flop. Und Matthias, du möchtest vorher schon mal einen Disclaimer in die Runde bringen. Wie sollen wir uns heute entscheiden? Also ich werde ganz genau schauen, wer was als Top und Flop bewertet. Und nächstes Mal schauen wir, ob ihr noch weiter Essen bekommt oder nicht. Okay, dazu sage ich, Neutralität ist wichtig und Flops sind witziger als Tops. Deswegen, ihr dürft alles sagen, was ihr möchtet. Absolut, das sind für mich auch Flops dabei übrigens. Gell? Okay, verstehe. Ich habe erstmal mir einen kleinen gespritzten Wein geholt. Fostkarre. Weinspritz? Spritzer? Angespritzten. Gespritzten, okay. Erste Vokabel heute Abend, ein gespritzter. Das ist Wein mit Wasser, Sprudelwasser. Mineralwasser. Wollen wir mal einsteigen mit den ersten Snacks? Absolut. Wo geht's los? Eigentlich geht es los mit diesen Mozartkugeln.
Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe meine Laktosetabletten vergessen. Oh nein. Oh je. Dann darf die wer andere probieren. Dann nehme ich darf die wer anders probieren. Echte Salzburger Mozartkugeln. Da frage ich mich als Deutsche, esst ihr die wirklich den ganzen Tag? an. Na, wir verschenken die ganze Zeit an andere Leute eigentlich. Zeig mal, Kari, wir müssen das vielleicht erklären, was Ja. das ist. Also Einmal wir in die kennen Kamera. das. In Deutschland isst man das an Weihnachten. Wirklich? Es sind, Echt? also in meiner Familie. Mozartkugeln? Wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Wie ist Voll das? Die cool. sind doch Weihnachten auf dem Weihnachtsteller. Nein? Wirklich? Voll cool. Hier sind doch Deutsche im Publikum. Könnt ihr. Nein? Scheint ein Ding in meiner Familie zu sein. Riecht super lecker. Manuel, du kannst die nicht essen. Nee, die sind. Es gibt vegane Mozartkugeln, habe ich gelesen, Ist auch die haben wir richtig. aber nicht gefunden. Aber Ja. ich kenne den Geschmack, ich habe sie ja früher gegessen und ich finde sie lecker, ja. Also für dich ist schon mal ein Top. Ja, aber nur zu Weihnachten. Man kann das doch nicht das ganze Jahr über Das essen, oder ganze doch? Jahr geht das. Okay, das ganze ich werde die mal ins Publikum befördern. Wer möchte eine? Jahr. Super. Sehr gut. Achtung! Achtung! Noch eine? Okay, ihr müsst auch gleich sagen, Top oder Flop. Janusz, möchtest du noch welche verteilen? Matthias, ich gebe dir mal eine. Danke. Du musst jetzt natürlich alles, du kennst den Geschmack. Klar. Und kann mir mal jemand sagen, warum heißen die Mozartkugeln? Hat Mozart Schokolade gemacht? Das, Absolut nein. Aber es gibt ja, also der berühmteste Salzburger, würde ich sagen, der Mozart. Und dem hat man dann einfach ein Stück Schokolade gewidmet. Und die Übersetzung ist ein bisschen komisch, Mozart Balls. Also es gibt, glaube ich, keine wirklichen. Heißen die so auf Englisch? Habe Also ich noch nie kenne drüber keine nachgedacht. andere Übersetzung. Es ist ein bisschen schräg, aber sie sind sehr lecker, finde ich. okay. Mozartkugeln gehen durchs Publikum. Diejenigen von euch, die schon probiert haben, was sagt ihr? Top oder Flop? Top. Ich muss sagen, ich habe nur eine Ecke gegessen. Ich finde es auch top. Schmecken noch ein bisschen besser als die veganen. Ja, es sind so mehrere Ebenen, ne? Man hat Schokolade und dann Nougat und dann noch irgendwas. Marzipan. Marzipan. Gut, dann machen wir mal weiter mit etwas, was Manuel essen kann. Was ist das, Matthias? Das sind echte Wiener Mannerschnitten. Die Mannerschnitten. Mannerschnitten. Was ist das? Warum sind die echt? Also meinst du, die sind wirklich in Wien hergestellt? Oder? Ja, die sind ja, in genau. Gibt's doch überall. Ja, so Waffeln, Aber so aus ähnliche Wien. gibt es wirklich überall, aber das sind die wirklichen Wiener Mannerschnitten. Darf ich auch mal werfen? Ja. Darf ich einfach mal so machen? Ja. Oh, au, das wäre fast in die Hose gegangen, Manuel. Wirf du wieder. Okay, wer möchte hier auf dieser Seite? Oh, das wird schwierig. Wow. Janusz, hier gibt es noch eine Packung. Da kannst du mal welche verteilen. Lecker, lecker. Die sind richtig lecker und gefährlich, weil die schmecken so leicht. Da kann ich so eine ganze Tafel in 5 Minuten wegsnacken und dann habe ich aber 50 Gramm Zucker gegessen ungefähr. Wir haben gesagt, vegan, nicht gesund unbedingt. Also. Ja, aber lecker vegan sind sie. ist nicht gesund. Matthias, für dich persönlich, was verbindest du damit? Ich stelle mir das so vor, als junger Bub in Österreich bist Ja, du das zur kriegt man Schule so von gegangen. der Oma bis sie. Und die gibt es ja verschiedene Geschmackssorten, aber ganz typisch ist eigentlich dieses Mannerrosa. Also, Ja, diese Farbe. Genau, die ne? Farbe, ja. Haben die getrademarkt, die Farbe? Nehme ich an, weiß ich nicht, aber ihre Lokale und Geschäfte mal in eine Wien auf. sind alle in dieser Farbe. ASMR. ASMR. Sehr lecker. Und kannst du mir noch eine Geschichte aus deiner Kindheit erzählen? Hat dir deine Mama das immer mitgegeben in die Schule oder ist das... Ich wollte gerade sagen, die Mama hat natürlich ans gesunde Essen auch gedacht. Ich habe die Mannerschnitten und einen Apfel bekommen. Und einen Apfel. Und dann hast du den Apfel weggeschmissen. Ist das also das Pendant zum Knoppers in Deutschland? Da hat man in der Wie seh ich Schule. denn aus? Spannend. Guck mal, Voll mit Brösel, jetzt schon. das finde ich ein absolutes Flop an diesem Ding. Es ist total, guck dir das hier mal an, wie das hier aussieht. Es macht total dreckig. Es das stimmt. krümelt. Bräselt. Es bräselt. Es bräselt. Deswegen auch bitte nicht auf meinen Laptop stellen hier, Kari. Okay, wie geht's weiter? Wir verteilen die mal, ja? Das sieht für mich nach etwas aus, was wir überall gerne essen. In Deutschland ist das auch populär. Es sind Salzstangen, vegan. Und was ist daran österreichisch? Also genau Die Marke. diese Packung, diese Marke, die ist dann alle in Österreich entstanden.
Also ihr habt das Konzept Salzstange erfunden. Das traue ich mich nicht zu sagen, aber diese Packung ist ganz sicher in Österreich entstanden. Das Jahr. Steht sogar drauf, das Original aus Österreich. Gibt es auch in Brezelform? Okay, die können wir jetzt im Publikum verteilen. Ich weiß nicht, ich finde die Deutschen viel leckerer. Was? Für mich- Nee. Ist für mich Was ist da anders Die dran? sind gut, die sind wirklich ausgesprochen gut. Ich Danke. Wirklich? Danke, Die super. schmecken nach finde nichts. sie gut. Behalte die. Ganz klares Flop für mich. Auf jede Reise, die ich gehe, nehme ich mir eine Packung Soletti mit. Warum? Weil es so ein neutrales Essen ist, das kann man einfach immer snacken. Okay, verstehe. Ich hätte jetzt Lust mal auf einen kleinen Schnaps. Wie sieht's bei euch aus? Ist der denn auch typisch österreichisch? Bei mir ist alles voll mit Krümeln. Das ist echt schlimm. Also, das hier ist, glaube ich, ein österreichischer Schnaps. Richtig? Was sagst du dazu? Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Aber es ist super österreichisch. Manuel, du Ich auch trinkst nicht. viel Alkohol? Nein. Okay, dann brauche ich jetzt 2 Freiwillige, die mit mir probieren. Wer möchte diese 2 Schnäpse probieren? Nico, wie wär's mit dir? Du sagst nicht nein, ne? Und noch Nummer 2, ja? Du, Sarah? Und den dritten trinke ich natürlich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Prost, würde ich sagen. Was ist denn eine Marille? Eine Marille ist eine Frucht und ich glaube, es ist in Deutschland eine Aprikose. Ich wollte gerade sagen, die haben wir in Deutschland nicht, diese Früchte. Die wächst nur in Österreich. Und es wäre Marün. Ein was? Marün. Marüm. Genau, Marün. Marüm. Marin. Weil dann der Schnaps wirkt und dann sagst du nicht mehr Marill, sondern Genau. Marüm. Ich riech mal erstmal. Sehr fruchtig. Ich guck mal, wie viel Alkohol hat der? 35%. Das ist stark. Janusz, wir brauchen jetzt die Mikrofone bei Nico und Sarah. Die müssen das jetzt bewerten. Also wir trinken zusammen. Soll ich das jetzt? Genau, 1, 2, Prösterchen. Prost. Sehr stark. Sehr Aber für stark. mich ist es Alkohol, ist es ein Top für mich. Nico, was hast du? Wenn wir sprechen nur am Alkohol, dann ja, top. Aber Marille, nein. Ich schmecke Marille. nur Alkohol. Du schmeckst nur Alkohol, ne? Man schmeckt die Aprikose nicht. Okay. Janusz, jetzt zu Sarah bitte. Ich bin gespannt, was sie sagt. Da, hier. Du hast auch schon probiert. Was denkst du, Sarah? Die Familie, meine Mutter ist aus Österreich gekommen und so für mich, dass ich erinnere mich an meine Oma. schön. Okay. Sie hat immer getrunken. Das weckt so viel, Erinnerungen. Ja, genau. Schön. Guck, Menschen Sehr schön. verbinden das mit ihrer Und die Heimat. Marille wächst entlang der Donau in der Wachau, ganz in der Nähe von Wien, also super österreichisch. Wunderschön. Matthias und ich sind heute Morgen schon an der Donau spazieren gegangen im Regen. Was hast du gemacht? Gearbeitet im Hotelzimmer. War sicher schöner im Regen draußen, würde ich sagen. Ja, genau. Es gab ganz viele kleine Häschen. Also erst ja Matthias Haas und da war ganz viele kleine Häschen. Habe ich extra alle organisiert für Kari, damit die vorbeihoppeln. Ja, also. Es war sehr schön. Ich habe jetzt noch 3 Sachen, die kann ich nicht probieren. Möchtest du das probieren oder lieber nicht? Danke, Ihr ist auch trinkt Alkohol. Kein Alkohol. Für mich geht das nicht, weil da ist Sahne drin. Das müsst ihr jetzt bewerten. Das ist die Mozartkugel flüssig. Es ist Mozartlikör, hm? Sahnelikör, 17% Alkohol und es hat die Form einer Mozartkugel. Wer möchte noch probieren? Da oben, ja? Eni? Da bin ich mal gespannt. Janusz, du musst jetzt wieder Arbeit mit dem Mikrofon leisten. Wir brauchen jetzt eine Bewertung. Olga probiert. Fang einfach mal an. Ich möchte das wirklich wissen, ob das lecker schmeckt oder nicht. Wahrscheinlich schmeckt es gut, weil es ist viel Sahne und viel Zucker drin. Wahrscheinlich schmeckt es wie eine Mozartkugel. Es schmeckt. Es ist ein Top. Ein Top, okay. Ah, schön. Besser als die Mozartkugel. Also besser flüssig, ne? Dann, Besser flüssig. was Ja, sagst du? ich glaube, sie sind einfach ein bisschen zu süß für mich. Aber sie schmecken nicht nach Mozartkugeln, sie schmecken nach, weiß nicht, Karamell. Karamell, okay. okay. Also Top oder Flop? Flop auf jeden Fall. Ein echter Flop. Aber das gibt es zum Beispiel nicht in Deutschland zu kaufen. Also Mozartkugeln gibt es auch im Aldi in Deutschland. Also nicht die echten, aber die nachgemachten. Nein? Gibt's das wirklich? Aber das, ja klar, aber diese. Ja, du hast es ja zu Weihnachten gegessen, ich nicht. Das waren die fast echten. Alles, was aus Österreich kommt, ignorieren wir in Deutschland. Ganz was Neues.
Kari, können wir was trinken jetzt? Du hast was nicht Alkoholisches. Unbedingt. Wie wär's denn hiermit? Das ist ja etwas Typisches. Zeig das ist ganz was Besonderes. Genau, das ist der Almdudler. Und das ist, hat ich auch schenke eine... euch mal ein. Genau. Können wir die Wörter erst erklären? Die Alm, gern. das ist der Berg. Alm ist eine Wiese auf dem Berg. Auf dem Berg. Ja, die Alm ist auf dem Berg auf jeden Fall, ja. Ja, das stimmt. Genau. Der Dudler, der dudelt mit einem Dudelsachs? Nein, fast. Dudelsack? Irgendeine andere? Na, Dudeln ist das Wiener Wort für Jodeln. Ach, Jodeln. Jodeln. Genau. Kannst du das vormachen? Leider kann ich nicht Olé. jodeln. Wie machen wir? Aber genau. Und der Dudler ist sozusagen der Jodler und ist ein typisches österreichisches Getränk. Und was ist da drin? Wonach schmeckt das? Ich muss sagen, ich habe das noch nie in meinem Leben probiert und ich freue mich, dass ich das jetzt exklusiv... Das ist eines meiner Lieblingsgetränke, es ist Kräuterlimonade. Aus österreichische Kräuter. Kräuterlimonade. Was für Kräuter? Kräutermix, alles Mögliche. Kräuterhexenmix. Kräutermix? Legale Kräuter, okay. Also ich wollte es nur kurz sagen. Ich finde, das riecht... Ich habe schon ich wollte jetzt da reinsprechen. Das riecht wie Medizin. Es riecht sehr, sehr gut. Und ich habe da auch eine schöne Geschichte zu. Passt auf. Die erste Flasche Almdudler soll der Erfinder Erwin Klein seiner Frau Ingrid am Tag ihrer Hochzeit 1957 geschenkt haben. Oh, voll romantisch. Dies gilt als der Tag der Gründung des Unternehmens, an dem seine Frau auch zur Hälfte beteiligt war. Sehr ist das nicht schön? Die haben Sehr schön. Am Hochzeitstag hat er ihr das geschenkt und dann haben sie das Unternehmen daraus aufgebaut. Gut, es ist ein Top, es ist total erfrischend. Es schmeckt nicht so zuckrig. Genau. Und wie viel Zucker hat's? 8 Gramm pro 100 Milliliter. Es schmeckt schon nach Zucker. Ja, aber es schmeckt nicht so süß wie Cola oder so. Finde ich gut, hätte ich gerne in Deutschland. Gibt es bei uns auch Übrigens nicht. gibt es, wenn wir Thema Gendern noch schnell reinbringen, zumindest während dem Weltfrauentag gibt es auch die Almdudlerin. Selber Getränk. An einem Tag. An einem Tag, genau. Ich hätte noch anzubieten, das hat Esti extra für dich alkoholfrei gekauft, das Gösser Naturradler. Das kenne ich, das gibt es in jedem Berliner Späti auch. Und Genau. Ist lecker, ja. Und ich habe das hier ausgewählt, weil das ist, würde ich sagen, der österreichische Top-Snack in Deutschland, nach meinem Empfinden. In jedem Späti in Berlin gibt es das. Und ich wusste zum Beispiel bis gestern gar nicht, dass Gösser eigentlich normales Bier ist. Ich dachte, Gösser ist immer Radler. Ah, wirklich? Weil es nur das Radler gibt in Berlin. Tatsächlich? Ja. Spannend. Schmeckt's dir? Ich trinke kein Bier, ich habe keine Ahnung, wie Es das ist schmeckt. alkoholfrei. Möchtest du es probieren? Also ich trinke keinen Alkohol, meistens, weil er mir nicht schmeckt. Und Ach dann so. ist ziemlich Das ist ja- wurscht, ob da Alkohol drinnen ist oder nicht. Aber ich probiere es gerne mal. Du kannst ja auch mal einen Flop machen. Ein Matthias. Radler schmeckt ja Gern. hauptsächlich nach Limonade. Das ist super. Müssen wir vielleicht auch erklären, das ist Bier mit Limonade. Limonade. Was sagt ihr? Trinkt ihr hier in Österreich gerne einen Gösser? Ja? Top oder Flop? Top. Sehr erfrischend im Sommer auch. Ist jetzt nicht mehr ganz kalt. Wir haben schon vor einer Stunde aus dem Viel Kühlschrank besser als genommen. gedacht, auf jeden Fall. Besser als gedacht. Vielleicht wird Matthias ja jetzt doch noch ein Bierfan. Wenn mir wer zum Alkohol oder nicht Alkohol bringt, dann du. Also Echt? so ein schönes Vorbild. Haben wir miteinander mal Alkohol konsumiert? Nein, aber du bietest ihn mir jedes Mal an, wenn wir uns sehen. Ja, das ist meine Freundlichkeit. Das ist schön. Ja. Aber das ist ja kein Alkohol. No, das ist Nee. Wir haben jetzt noch ein richtiges Gösser. Das wäre vielleicht was für Janusz. Oder hast du schon in der Hand? Er wurde direkt versorgt, als es hier losging. Okay, du hast schon ein Bier, dann Janusz, wo ist das Mikrofon? Ach, das hast du weggelegt, weil du... Janusz, jetzt möchten wir von dir wissen, das Gösser Bier, du bist ja ein Bierkonnoisseur, du trinkst gerne verschiedene Biere und du magst auch wirklich nicht alle. Top oder Flop, das Gösser Bier? Ganz eindeutig top. Ein sehr, sehr gutes Geschmack, angelehnt an die tschechische Bier. Einen tschechischen Pilz, Urquellpilz. Lecker. Ein echtes Top. Janusz hat ein Top vergeben, das passiert selten. Österreich? Danke. Im Namen der Republik Österreich möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Es freut mich total. Manuel, was möchtest du gerne noch probieren? Boah, ich bin schon voll, ehrlich gesagt. Ja.
Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Blitzrunde, weil wir haben noch viele Snacks und nicht mehr so viel Zeit, sehe ich. Okay. Und zwar ist das hier die Zotter-Schokolade. Wer kennt Zotter-Schokolade? Oh, Fans! Kriegt sogar einen Applaus. Es gibt einen Applaus. Diese Schokolade oder diese Firma habe ich erst vor kurzem entdeckt. Die ist richtig cool. Erzähl doch mal, Matthias. Also das Warum Tolle sind die ist, cool? erstens machen sie super lecker Schokolade, aber die haben so viele nachhaltige soziale Projekte rund um die ganze Welt und mit jedem Schokobar unterstützt man Projekte rund um die ganze Welt. Und diese Schokolade ist sehr besonders. Sie ist vegan und sie heißt, warte, noch nicht essen. Sie heißt für schräge Vögel. Nimm du auch mal ein Stück, Matthias. Also. Diese Schokolade, oh, das ist über deinem Rechner, das gefällt dir gar nicht. Diese Schokolade fand ich wirklich schräg, denn sie hat Olivengeschmack. Boah, lecker. Du magst das? Richtig gut. Für mich war das ein Flop, weil Oliven und Schokolade. Doch, das ist eine richtig gute Mischung. Ein bisschen salzig, süß gemischt. Du magst es, dann Und behalt die doch einfach. Ja, habe ich noch nie gesehen. Aber nein, ihr sollt die auch mal probieren. Die ist echt verrückt. Dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir jetzt mal zum richtigen Snack. Oh, ei, da warte mal, da ist ja schon das Messer aus der Sachertorte gefallen. Das geht noch. Ja, Kari, wie nennst du diesen Snack jetzt? Diesen Snack nenne ich Wurst. Und du? Eine Mini-Wurst ist das. Würstel. Würstel. Ja, Würstel. Würstel. Das hier ist quasi die Mini-Form, das hast du gerade mitgebracht. Genau. Wie nennt ihr das? Semmel. Ein Semmel? Ein Würstel? An Gren und Senf, Was? oder? Was ist Gren. das? Danke. Also wir haben jetzt Muss ich tatsächlich... das teilen, oder? Ich weiß nicht, kommt drauf an, was du möchtest. Wir haben tatsächlich heute eine richtige Wurst besorgt und das ist aber eine besondere Wurst, die ihr nur in Österreich habt. Nein? Sehr gefährlich. Die Greiner, da gibt es schon fast diplomatischen Streit mit den Nachbarländern. Okay. Also sagen wir so, wir in Deutschland kennen es nicht. Das ist ein Käsekreiner. Und was ist das? Janusz möchte gerne auch mal probieren. Nee, Janusz, du musst das probieren. Das ist Teil unserer Show. Du kannst nicht Nein sagen. Aber bitte dreh dich um zur Kamera, damit die Kamera auch sieht, was du jetzt gerade hier probierst. Das ist ein großes Stück, das passt schon. Ja. Und dann, da ist die Kamera. Ja. Und jetzt essen und bewerten. In den Senf erst. Senf. Oh. Komm mal hier rüber, Janusz. Wir wollen jetzt von dir wissen. Komm mal her. Was sagst du dazu? Top oder Flop? Erinnert mich an die polnische Krakauer Aha. Wurst, Vielleicht kommt es eigentlich aus Polen. aber die ist versetzt mit Käse, oder? Richtig. Das Und Besondere dafür ist... Flop. Also, Weil das gibt's in Polen das nicht. ist das fette und dann noch doppelfette Essen. So sehr wir es lieben, müssen wir es für die zukünftige Generation ersparen, finde ich. Das ist genau das Besondere an der Wurst, dass so kleine Käsestücke drinnen sind. Und wenn man so reinsticht, spritzt oft der heiße Käse noch raus. Okay. Und es gibt eine ganz grausliche Bezeichnung in Wien dafür. Ja. Weißt du, das wer? Ortrige, Oh, das ist so ekelhaft. wie Eiterbatzen sozusagen. Ah, Also guck mal, wenn man so in Manuel. Fleisch reinpiekst und dann Okay. so gelbe Flüssigkeit, Nein, stopp, muss ich nur genau... Wir werden geblockt auf YouTube. Warum? Nee, das ist zu eklig. Sowas darf man nicht hochladen. YouTube blockt doch nicht, weil es zu eklig ist. Ich hoffe. Also, habt ihr das Wort verstanden? Eiter. Nein, lest es. Das ist, glaube ich, das Nächstes Thema. schlimmste deutsche Wort. Ich finde es richtig eklig. Googelt das mal. Ja, Also, tut's nicht. es ist eine Wurst. Wer möchte denn was davon? Vielleicht können wir es im Publikum. Nach richtig ist richtig dieser lecker. Beschreibung. Also Wurst mit Saugen. Käse, typisch in Österreich und den Nachbarländern, aber nicht in Deutschland. Für Janusz ein Flop. Für Matthias, für dich Super top, super top. super top. Manuel, Für mich aufgrund der Beschreibung schon ein Flop. okay. Und was sagt ihr hier im Publikum? Ihr habt das bestimmt in Österreich schon mal probiert. Top oder Flop? Top. Also die meisten. 50-50. Also würde ich habe sagen, nur Tops gehört. Ich habe keinen Flop gehört, außer von Janusz Amerski und von Manuel. Na gut. Ja. Wir haben noch Zeit, Manuel. Da müssen wir unbedingt noch die Sachertorte besprechen.
Was ist das und warum ist das typisch Österreich? Also es ist sicher die berühmteste Torte aus Österreich. Und die Sachertorte ist eigentlich eine Torte aus Schokolade und sie hat eine Schicht Marillenmarmelade Oh, und deswegen dann ist die so saftig. Schoko drüber. Und normalerweise ist das doch riesig, oder? Dass das so klein ist. Das ist jetzt die kleine Version, genau. kleine Version, ja. Und das Hotel Sacher in Wien hat diese Torte erfunden. Und für mich ist es leider ein Flop. Ein Flop? Wer möchte denn... Ja. Wer hat die noch nicht gegessen? Es gibt Beifall für dich. Wer hat die noch nicht gegessen und möchte jetzt ein Stück probieren und bewerten für uns? Jemand, ja? Du vielleicht, Patrick. Du hast noch nie Sachertorte gegessen? Ah, du hast schon gegessen. Okay. Du magst Egal, du kannst trotzdem bewerten. Janusz, du brauchst das Mikrofon dabei. Genau, das bringen wir schnell. Esti übernimmt. Patrick, wir freuen uns, du darfst jetzt probieren. Warte, aber jetzt hast du, jemand muss für dich das Mikrofon halten. Patrick probiert die Sachertorte aus der Hand. Das isst man natürlich mit einer Gabel auf dem Teller eigentlich. Richtig, mit Schlagobers. Mit Schlagobers. Mit Schlag. Also ganz Sahne. lecker mit Schokolade und ganz frisch. Ja, ich mag es immer. Also für dich ein Top, ja? Auf jeden Fall. Ein Top? Für dich nicht, Matthias. Es gibt so viele leckere Torten, es ist für jeden was dabei, würde ich sagen, in Österreich. Es ist für jeden was dabei. Manuel, noch eine letzte Sache, die du aus deiner Kindheit kennst. Kennst du das hier? Oh, Pets, die habe ich geliebt und gesammelt und Wirklich? das war fantastisch. Und zwar ist das so ein Plastikgerät, wo unten das hätten wir mal vorher aufmachen sollen wahrscheinlich. Unten ist so ein Stab, da kommen die Ja, Traumzuckerstangen. Dinger rein und oben ist immer eine Figur. Jetzt heutzutage ist das Star Wars, früher war das was anderes. Immer unterschiedliche, ja. Genau. Man kann Und die dann, verschiedenen wie geht das? Ach so, man muss natürlich erst Befüllen vorher, genau. Genau, hier haben wir zum Beispiel Zitronengeschmack. Aber guck mal, das ist absolut beliebt in Deutschland. Das haben wir als Kinder alle gehabt. Du auch? Ja. Und wusstest du, dass das aus Österreich kommt? Nee. Ah, siehst du mal. Also, Auch du magst österreichische Süßigkeiten, Manuel. das wird so Sehr befüllt. Das hat Genau. schon ein bisschen was so von der Waffe, ne? Dass man die hier so lädt. Man muss viel arbeiten, um dieses Ding mit Ja, das Süßigkeiten ist zu das, was füllen. daran so Spaß macht. Man muss das Ding erstmal befüllen und so Genau. und dann tut man es in den Rucksack und dann zwischendurch macht man Pup. Und dann Genau. kommt's raus. Also das funktioniert so, dass man dann drückt und dann kommt's raus. Ja, pup. Und die sind auch sehr lecker. Ist also purer Zucker, aber lecker. Ein Zuckerspender sozusagen, ja. Und da haben wir noch hier was ganz Komisches. Die Schwedenbomben. Ich kenne das als Schokoküsse, aber warum heißt das bei euch Schwedenbombe? Klingt ein bisschen aggressiv. Also, man isst es auch ziemlich aggressiv. Wenn man Geschwister hat oder so, dann ist ihr das das ein auch sehr ins Gesicht gefährliches. rein? Richtig. So? Nee, werfen? zeigt's mal Zeig mal, Nein, bei ihm. Beim Österreicher. So, ich bin viel Fang. zu weit weg. Fast. Aber ich hätte viel lieber eine bitte mit Kokos. Macht man das so auch auf den Kopf drauf, so dass man das so haut? Ich soll das bei Manuel machen? Nein, danke, nein, danke. Bei Janusz? Oh, ist runtergefallen. Ich bin gut ausgewichen. Lecker? Kennt ihr die Schwedenbomben? Der liegt da jetzt auf dem Boden. Ja. Janusz Meine Mama verteilt. liebt die. Oh, guck mal, deine Mama ruft schon nach. Liebt sie. Ja, sie liebt die Schwedenbomben. Lecker. Also wissen wir jetzt, warum die Schwedenbomben heißen? Nee. Keine Ahnung. Ich möchte gerne noch mal ein Resümee ziehen, Manuel. Ja, vor allem. Erstens ist hier alles dreckig. Zweitens, es gab wenige Flops. Und wir haben ja fast genau das Gleiche schon mal in Berlin gemacht mit Ja. deutschen Süßigkeiten. Was ist denn jetzt unser Fazit? Wer macht die besseren Süßigkeiten? Die Deutschen oder die Österreicher? Schon Deutschland. Würde ich aber auch behaupten. Ich würde sagen, ihr müsst mich mal einladen und dann Also wir testen wir das. Ja, ich würde sagen, wir laden mal Matthias nach Deutschland genau. ein und er bewertet die deutschen Süßigkeiten. Super, finde ich super Idee. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, sind sie sehr ähnlich. Also wenn man jetzt aus Brasilien kommt, vorsichtig, Janusz, da liegt eine Schwedenbombe auf.
Also wenn man jetzt aus Brasilien kommt, denkt man wahrscheinlich, das ist ja 80% das Gleiche, oder? Was denkt ihr? Schon, ne? Ja. Also das hier haben wir noch gar nicht aufgemacht. Flips. Sowieso haben wir die ja auch in Deutschland. Ist das nicht eher amerikanisch? Allein die Verpackung ist amerikanisch. Boah! Ich möchte nur kurz erwähnen, die Snacks können nichts dafür, dass hier alles bröselig ist, okay? Das hat nichts mit Österreich Nochmal zu tun. danke ans Social Hub dafür, dass wir hier euren Raum ruinieren dürfen. Wir machen das gleich sauber. Ich muss sagen, Was ist daran österreichisch? Das ist doch eindeutig USA. Kellys. Kellys ist sozusagen, die stellen in Österreich die Suletti, die Salzstangen, Chips und die Snips her. Das ist eigentlich ein Wiener Unternehmen, die sitzen auch in Wien. Snips, das sind Snips. Das hier sind doch Flips. Die heißen Snips. Kannst du lesen, Kari? Ihr habt auch noch einen Namen dafür. Snips. Ja, Party. Snips ist total Nicht über meinen österreichisch. Computer auskippen. Okay, fang mal. Jetzt muss ist ich schon schon wurscht. Snips, Flips. Es läuft aus dem Ruder hier, Es Kari. läuft aus dem Ruder. Ich finde, die schmecken nicht so gut. Guck mal, die sind vegan, du kannst sie essen. Also sie haben wahrscheinlich nicht so viel Zucker und Salz wie die in Deutschland, muss ich sagen. Kleiner Flop. Gut, ich muss sagen, die meisten waren schon Tops hier. Es sieht schön aus bei uns. Wir haben lecker gegessen. Hattet ihr eine gute Zeit hier? Ja. Das freut mich. Dankeschön fürs Zuhören. Und jetzt geht's weiter mit der Aftershow. Wenn ihr noch mehr hören wollt von uns, werdet ein Mitglied von Easy German. Ihr kriegt ganz viel dafür. Ihr hört noch eine Aftershow immer nach unserer normalen Show. Ihr kriegt einen Rabatt auf Tickets, wenn wir solche Events machen. Und ihr hört als Erste davon, wenn wir Events machen. Ihr dürft euch als erstes anmelden. Es gibt auch eine Vokabelhilfe zum Vokabeln üben. Es gibt nur Extras. Also easygerman.org/membership ist unser Link. Da könnt ihr ein Mitglied werden von Easy German und Easy German Podcast Extras bekommen. Matthias, danke, dass wir hier bei dir wieder sein durften und alles dreckig machen durften. Immer gerne. Diese Deutschen. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis bald.